Hier, ich belege meine Pizza heute mal mit selber gemachten Kochschinken. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Ja, und während ich hier den Kochschinken auf meiner Pizza genieße, da zeige ich dir, wie ich den gemacht habe. Kochschinken selber zu machen gehört für mich zu den Dingen, bei denen ich mich frage, warum ich das nicht schon immer selber gemacht habe. Es ist so einfach. Man braucht ein Stück Schweinefleisch, eine Lake zum Pökeln und eine Spritze, um die Lake in das Fleisch zu bekommen. Und genau damit fangen wir auch an und stellen uns eine 10%ige Salzlake her. Ich habe hier 750 Gramm Wasser in den Topf gegeben. Dazu kommen 75 Gramm Pökelsalz. Als weitere Geschmacksgeber brauchen wir 2 Knoblauchzehen, eine Gewürznelke oder eine Messerspitze voll gemahlene Gewürznelke, 3 Wacholderbeeren, eine ordentliche Prise frisch geriebene Muskatnuss, 10 schwarze Pfefferkörner und 2 Lorbeerblätter. Die Gewürze auch ins Wasser geben. Ich verwende Pökelsalz, weil ich einen schönen rosafarbenen Kochschinken haben möchte. Wenn dir die Farbe egal ist, kannst du auch die gleiche Menge Meersalz verwenden. Die Muskatnuss reibe ich direkt ins Wasser. Und wahrscheinlich auch viel zu viel, aber ich liebe Muskatnuss. Das Wasser dann bei schwacher Hitze zum Kochen bringen. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Unbedingt einen Deckel aufsetzen, um zu verhindern, dass zu viel Wasser verdunstet, da die Lake ansonsten konzentriert und zu salzig wird. Wenn das Wasser kocht, den Topf beiseite ziehen und die Lake auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Bis das soweit ist, kümmern wir uns um das Fleisch. Super geeignet ist die Nuss aus dem Schweineschinken. Da ich die nicht bekommen habe, verwende ich hier ein 2 Kilo schweres Stück aus der Schweinehüfte. Da der Knochen ausgelöst wurde, ist das eigentlich ein ziemlich flaches Stück, das ich hier zusammengeklappt habe und später einfach mit einem Stück Küchengarn fixiere. Nach dem Garn hält der Kochschinken dann von alleine zusammen. Es sind noch ein paar Sehnen am Fleisch, die weggeschnitten werden müssen und dieses unschöne Fettgewebe, das ich auch großzügig abschneide. Dann bekomme ich das große Stück vor allem besser in den Vakuumbeutel. Das schöne weiße Fett kann dranbleiben, das macht den Schinken nur saftiger. Kommen wir wieder zu unserer Lake. Vorher müssen wir noch kurz ermitteln, wie viel Lake wir genau brauchen. Ein Fünftel vom Fleischgewicht können wir von der Lake verwenden. Dafür wiege ich das Stück Fleisch ab. Mein Stück wiegt 1770 Gramm. Geteilt durch 5 macht 354 Gramm oder 354 Milliliter. Da beim Spritzen immer etwas daneben geht bzw. einfach wieder ausläuft, messe ich mir etwas mehr Lake ab und verwende knapp 400 Milliliter. Die Lake filtere ich mir durch ein Tuch, um die Gewürze und Schwebeteilchen zu entfernen, damit die Pökelspritze später nicht verstopft. Man könnte das Fleisch auch für 7 bis 10 Tage darin einlegen, aber wer will schon so lange auf leckeren Kochschinken warten? Darum habe ich mir eine riesige Spritze gekauft und dazu Kanülen der Größe 16G oder 16 Gauge. Es gibt auch spezielle Pökelspritzen, aber da ich so eine hier nicht gefunden habe, geht das genauso gut. Um die Lake zu injizieren, lege ich mir das Stück Fleisch in eine Schale, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass doch etwas davon ausläuft. Auf diese Weise kann ich mir die Lake immer wieder zurück in meinen Becher gießen und wiederverwenden, bis sie vollständig aufgebraucht ist. Die Lake aufziehen und etwa alle 2 cm in das Fleisch spritzen. Während dem Injizieren die Nadel gleichzeitig langsam herausziehen. Darauf achten, möglichst nicht durch das ganze Stück durchzustechen, da die Lake an der Stelle sonst auslaufen kann. Wenn das Fleisch dann gleichmäßig mit der Lake gespritzt ist, kommt es in einen Vakuumierbeutel. Vorher binde ich mir das Stück aber noch mit Küchengarn zusammen, um es in eine möglichst runde Form zu bringen und weil ich es so einfacher in den Vakuumierbeutel bekomme. Es gibt auch Netze, die man einfach überziehen kann, wenn man sich das Gefriemel mit dem Garn sparen möchte. Wer eine Schweinenuss verwendet, braucht das natürlich nicht zu machen. Alternativ zum Vakuumbeutel geht auch ein Gefrierbeutel mit doppeltem Zipverschluss. Um so viel Luft wie möglich aus dem Beutel zu bekommen, senke ich ihn in ein Wasserbad. Den Verschluss habe ich einen kleinen Spalt weit offen gelassen. Taucht der Beutel jetzt unter Wasser, wird die Luft herausgedrückt. Den Beutel dann verschließen und der Schinken ist so gut wie einvakuumiert. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schau dir gerne mein Video Vakuumieren ohne Vakuumiergerät an. Der Link dafür ist in der Infobox. Die bessere Methode ist dennoch, das Fleischstück zu vakuumieren.
Durch den stärkeren Unterdruck wird das Fleisch in eine schöne runde Form gepresst. Wir wollen ja einen möglichst dicken, runden Schinken. Nach dem Vakuumieren muss unser Kochschinken dann für 24 Stunden im Kühlschrank pökeln. Am nächsten Tag wird er dann für 3 Stunden bei 72 Grad gegart. Ich verwende dafür mein sous-vide Wasserbad. Das reimt sich ja sogar. Ein Einkochautomat geht natürlich genauso gut. Wer beides nicht hat, kann den Schinken auch im Topf auf dem Herd garen. Dann muss man die Temperatur nach Möglichkeit zwischen 70 und 80 Grad halten. Wenn man die Wassertemperatur regelmäßig misst und die Hitze entsprechend durch Ein- und Ausschalten regelt, funktioniert das auch. Ist halt nicht ganz so entspannt, aber machbar. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir wirklich sehr, weil dann das Video auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Wenn der Kochschinken nach 3 Stunden fertig ist und eine Kerntemperatur zwischen 65 und 72 Grad hat, muss er so schnell wie möglich abgekühlt werden, um den Garprozess zu stoppen. Dafür lege ich meinen Kochschinken für 30 Minuten in ein kaltes Wasserbad und anschließend noch einmal für 24 Stunden in den Kühlschrank, damit sich die Fleischsäfte setzen können. Nicht vorher anschneiden, wir wollen ja nicht, dass unser liebevoll produzierter Kochschinken austrocknet. Noch leckerer wird der Kochschinken, wenn man ihn räuchert, aber das ist ein anderes Video. Ich fürchte, ich muss dir gleich einen vorschmatzen. Also, Kochschinken selber zu machen, ist doch wirklich super einfach und es gehört für mich wieder in diese Kategorie, bei der ich mich frage, warum habe ich das nicht mein ganzes Leben schon selber gemacht? Das gesagt, also ich habe jetzt hier gleich eine Kochschinkenparty und muss mir noch Gedanken darüber machen, was ich mit den 4 Kilo Kochschinken anfange, die ich für dieses Video jetzt produziert habe. Ich würde sagen, dafür gönne ich mir jetzt einfach mal ein Scheibchen. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ja, bevor ich hier reinbeiße, sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Der Nico sagt Tschüss. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In dem hier oder in diesem hier vielleicht. In einem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Also, tschüss. Hier. Kochschinken selber machen gehen. Das wird ziemlich lecker. Mhm.